Been working on several projects today Ich habe heute an mehreren Projekten gearbeitet and helping to solve some things that needs to be done. und ich hatte geholfen, ein paar Dinge zu lösen, die gemacht werden mussten. Bible Way also has an extended branch in other parts of the world. Bible Way hat eine erweiterte Zweigstelle in einem anderen Teil dieser Welt. So currently I'm working with the workers in Kenya. Also ich arbeite mit unseren Missionaren aus Kenia. And we have another possibility of Bible Way branching out in Tanzania through Emmanuel Quizera. Und so haben wir eine weitere Möglichkeit dazu gewonnen, einen neuen Zweig von Bible Way zu etablieren, und zwar in Tansania durch Emmanuel Quizera. So slowly it's spreading out. Also das Ganze erweitert sich langsam. Yeah. Never thought, my wife never thought, we never thought that this would expand like this. Und meine Frau und ich hätten nie gedacht, dass sich die Arbeit so erweitern würde. It's good. Das ist gut. That's exactly how we want it to be. Und genau so wollen wir es haben. Yeah. So we have been studying about John. Und so haben wir also über Johannes studiert. Well, it's not about John, but something from the book of John, John chapter 4. Also nicht über Johannes selbst, sondern aus dem Johannesevangelium, und zwar Johannes Kapitel 4. Jesus came to the well of Jacob. Jesus kam zur Jakobs Quelle. And Jesus was skillfully communicating with this woman. Und Jesus hatte sehr wortgewandt mit dieser Frau eine Kommunikation geführt. Right. And as I've said in my prayer, this woman didn't deserve this. Und wie ich es schon in meinem Gebet gesagt hatte, verdiente es diese Frau eigentlich nicht. But who does? Aber wer tut das schon? Who deserved to be visited by God? Wer verdient es, von Gott besucht zu werden? If God demands from us perfection in order for us to have audience with Him, forget it. We won't have it. Wenn Gott von uns eine Perfektion fordern würde, damit wir nun uns qualifizieren könnten für eine Audienz mit ihm, dann könnten wir es gleich vergessen. But I want you to notice very carefully what made Christ come to the Jakobs well. Aber ich möchte, dass wir aufmerksam darauf achten, was Christus dazu gebracht hatte, zu diesem Brunnen zu kommen. Then I've been thinking about this again. Und ich hatte wieder darüber nachgedacht, Why Jakobs well? warum der Jakobsbrunnen? Yes, that's right. Another lesson I found by studying Jacob was Eine weitere Lektion, die ich gefunden habe, als ich Studying Jacob, als ich Jakobs Geschichte studiert hatte, was because of the history attached to him. das ist, The history of the plan of salvation. es geht hierbei um die Geschichte des Erlösungsplanes. Why? Why did I say that? Und warum sage ich das? You see, Jacob is a man who doesn't deserve anything actually. Jakob war ein Mensch, der gar nichts verdient hatte. Even the meaning of his name was already not good. Sogar die Bedeutung seines Namens war nicht gut. When someone suggested that our firstborn or any of our children, especially male children, should be named Jacob, I said, no,
no way, no Jacob in my family. Als jemand den Vorschlag gegeben hatte, dass unsere Jungs, als sie geboren wurden, den Namen Jakob vielleicht haben sollten, da sagte ich, nein, auf keinen Fall. In meiner Familie wird niemand den Namen Jakob tragen. I know what it means, you know. Denn ich weiß, was dieser Name bedeutet. Bad meaning. Es hat eine schlechte Bedeutung. You know what it means? Wisst ihr, was dieser Name bedeutet? Supplanter. Es bedeutet Betrüger. Or someone who trick people. Yeah, Betrüger. They trick people. Can you imagine? Hello, hey, Betrüger. Könnt ihr euch vorstellen? Which is the man sagt, meaning of Jacob. Hallo, Betrüger. Und das ist eben die Deceiver. Bedeutung Hello. des Namens Jakob. And what he did later on in his life Und was er später in seinem Leben getan is not hatte, encouraging me to choose that name for any of my children. das ermutigt mich auch nicht, diesen Namen für meine Kinder zu wählen. He worked with his mother Ja. to trick the father. Er hatte mit seiner Mutter zusammengearbeitet, um den Vater I auszutricksen. said, yeah, that's it. No, I will not have Jacob on the line of my lineage. Dann sagte ich mir selbst, ja, das war's dann. Also in meiner Stammhalterschaft wird es keinen Jakob geben. I will instruct my children when they name my grandchildren in the future, no Jacob, okay? Also auch meinen Kindern werde ich sagen, wenn ihr mal selber Kinder habt, dann soll es keinen Jakob geben. Israel, yes. Israel, ja. Okay, so, but here's my point. This may sound like a humor, Und das mag sich wohl humorös anhören, but here's the point. aber hier kommt der Punkt. Jacob, being the man that he Jakob, der Mann war, der er war, was a man that had experienced grace to bubble out and basically saturate him. er hatte erlebt, was es bedeutet, dass die Gnade in überreichem Maße vorhanden ist und ihn durchdringt und sättigt. Yeah, he was a man that had experienced grace. Er war ein Mann, der wahrhaftig Gnade erlebt hat. In fact, if I may use my own word, he wrestled with grace. Und wenn ich es mit meinen eigenen Worten zum Ausdruck bringen sollte, dann würde ich sagen, er ringte mit der Gnade. He had the chance to wrestle with grace, and that wrestling was not fighting one another. Er hatte die Chance, mit der Gnade zu kämpfen. Es ging aber nicht um einen gegensätzlichen Kampf, wo man einander bekämpft, That wrestling, sondern dieses Kämpfen to me, is more like a dance. war für mich eher wie ein Tanz zu betrachten. Let's imagine it like this. Lass es uns mal wie folgt vorstellen. Isn't it true that if you are to climb the mountain Stimmt es denn nicht, wenn du einen Berg beklettern willst and that you are climbing the mountain through using ropes? und du nutzt dazu Seile? Isn't it true that it is while climbing the mountain with a rope, Ist es dann nicht so, dass währenddem du diesen Berg mit einem Seil bekletterst, it is as if you are wrestling? dass es dann so ist, als würdest du kämpfen und ringen, Because you have to exert strength weil du musst deine Kräfte anwenden. and you're wrestling against the gravity that is pulling you down. Und du kämpfst gegen You understand? gegen gegen die Gravidität, die dich runterziehen will, gegen And die Schwerkraft. right. And it is not getting easier and easier as you go up. Und es wird nicht leichter und leichter, währenddem du höher kletterst. Right. And you're really wrestling, so to speak. Und du bist wahrhaftig am Kämpfen. Right? So that wrestling Jacob had Und dieses Kämpfen, das Jakob durchgemacht hatte, was actually not
against him. It's for him. Das war nicht gegen ihn, sondern für ihn. Yeah. Without that wrestling with the angel, Ohne dieses Kämpfen und Ringen mit dem Engel he would not have the experience of overcoming. hätte er die Erfahrung des Überwindens nicht gemacht. Overcoming what? Über was überwinden? Overcoming his fear towards his brother Seine Esau. Furcht seinem Bruder gegenüber, seinem And Bruder Esau, overcoming his lack of faith. und seinen Mangel an Glauben zu überwinden. Overcoming that tendency Und diese Tendenz zu überwinden, to continue being deceptive weiterhin in his life. zu betrügen. Right. That wrestling he had with the angel was like a catalyst Dieses Kämpfen und Ringen, das er durchmachte mit dem Engel, war wie ein Katalysator. to be that person he needed to be. Und er wurde dadurch zu dieser Person, die er sein sollte. What kind of person is that? Was für eine Person ist das? To be overcomers. Ein Überwinder zu sein. Yeah. So that's the history of Jacob. Das ist die Geschichte von Jakob. And of all places that Jesus and the woman met there. Und von allen Orten, die es gab, traf Jesus diese Frau an jenem Platz. And we have started our lesson this morning on, or rather, we have started studying the lessons contained in this interaction between the Samaritan and Jesus. Wir hatten heute Morgen diese Lektion angefangen zu studieren, wo es um das Zwiegespräch geht zwischen Jesus und der Samariterin. And we stopped at verse 12. Und wir hatten bei Vers 12 heute Morgen gestoppt. Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well and drank thereof himself and his children and his cattle? Da heißt es, bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? If I'm allowed to answer for Jesus, Wenn es mir erlaubt wäre, für Jesus zu antworten, I would say, dann würde ich sagen, of course. ja, natürlich. Of course he's greater than Jacob. Natürlich bin ich größer als Jakob. He's the Messiah. Er war ja der Messias. But of course, we do not jump like that. The woman might faint. Okay. Aber natürlich Might not. machen wir nicht so einen Sprung in unserer Rede, sonst könnte vielleicht die Frau in Ohnmacht fallen. Okay. Now, so art thou greater than our father Jacob, which gave us the well? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? What would you think Jesus would say? Was meint ihr, was würde Jesus sagen? Verse 13. Vers 13. Whosoever drinketh of this water shall thirst again. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Which water? Welches Wasser? Well, the water that came out from that well that was dug up by Jacob some 100 years ago. Ja, das Wasser, das aus dieser Quelle kommt, die Jakob vor ein paar hundert Jahren aufgegraben hatte. You drink from that water, Du trinkst von dem Wasser, you will thirst again. dich wird es wieder dürsten. Now, did you notice how Jesus was saying here? Bemerkt ihr, wie Jesus hier geantwortet hat? He did not say to this woman, yes, I am greater than Jacob. Er sagte nicht zu der Frau, ja, ich bin größer als Jakob. There is another way. We should learn from Jesus. There is another way to answer questions directly, but not in the offensive way. Da gibt es eine andere Möglichkeit, auf Fragen zu antworten, auf indirekte Weise, die nicht
nicht beleidigt. So in verse 14, Jesus said, In Vers 14 sagte Jesus, "But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst." wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Okay, well, with all of this, the way how the words were structured, it is basically Jesus was basically saying, yes, I am greater than Jacob. But he did not say it like that. Ja, und mit dieser You understand? Wortstruktur hatte Jesus so durch die Blume indirekt zu verstehen gegeben, dass ja, er größer ist als Jakob. Because he said earlier, you drink from the water that from Jacob's well, you thirst again. But the water I give you, you will not thirst again. Denn er sagte zuvor, dass jeden, der von diesem Wasser, das aus dem Jakobsbrunnen kommt, trinkt, wieder dürsten wird. Aber das Wasser, das ich gebe, da wird kein Durst mehr wiederkehren. Let's In finish. Ewigkeit wird die Person nicht mehr dürsten. So let's finish reading this all first. Und jetzt möchten wir den Vers fertig lesen. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. So the picture that is being painted with these words is, Also das Bild, das hier mit diesen Worten gemalt wird, ist, you drink from the water coming from Jesus, suddenly there's a spring coming out from you. du trinkst also von dem Wasser, das Jesus gibt, und plötzlich springt eine Quelle aus dir hervor. And so this is a lesson for you and me who are sometimes very harsh with our words, trying to be truthful, and our being truthful with our words come out very harsh. Und das ist eine Lektion für alle von uns, die wir manchmal sehr direkt und ehrlich sind, aber diese ehrliche Art kommt manchmal rau und beleidigend hervor. Jesus, being the source of truth, yet skillfully expresses truth in a non-obtrusive way. Jesus, der die Quelle der Wahrheit ist, hat es verstanden, diese Wahrheit auf eine Art und Weise hervorzubringen, die nicht anstößig war. Yeah, that's a good lesson right there. Das ist eine In gute principle. Lektion, gerade hier in diesen Versen. Okay, so what does Jesus mean? What does he really mean with all of these words? Also was meint Jesus mit all diesen Worten? Whosoever shall drink from this water shall never thirst. Ja, wer von diesem Wasser trinkt, den wird nicht mehr dürsten. Now, the question here is, what kind of thirst is this then? Nun, die Frage ist, um was für einen Durst geht es denn hier? Yeah. Oh, there are two questions here. What kind of thirst is this, and what kind of water is this? Und da gibt es also zwei Fragen, die wir stellen müssen. Was für ein Durst ist das und was für ein Wasser ist das? Because we know who is giving it, Jesus. Denn wir wissen, wer es gibt. Es ist Jesus. So if this thirst has the potential to be it not potential, but it has the nature of how do you say of an everlasting. It has the effect of everlasting thirst. Then it's not an ordinary thirst. Also wenn dieser Durst ein ewig währender Durst sein kann, dann ist es kein herkömmlicher Durst. So there is a thirst
there is a thirst which is not everlasting, and there is a thirst which is everlasting. Da gibt es also einen Durst, der nicht ewig anhält, und da gibt es einen, der ewig anhält. Also, in other words, there is a water that satisfies the thirst that is referring to our physical thirst. Also in anderen Worten, da gibt es ein Wasser, das unseren physischen Durst stillt. There is a thirst that is so deep, Und da gibt es einen Durst, der so tief liegt so great, und so groß ist, that only the water coming from Jesus can satisfy it. dass nur das Wasser, das von Jesus kommt, ihn stillen kann. Right. So, of course, what's the effect on this woman hearing all these words? Und was ist nun die Auswirkung auf diese Frau, die all diese Worte gehört hatte? Interest, curiosity. Ja, Neugier und Interesse. Curiosity is actually a principle that needs to be kept alive. Und Neugier ist ein Prinzip, das wach gehalten werden muss. If we lose the sense of curiosity in our lives, Wenn wir das Empfinden der Neugier in unserem Leben verloren haben, we will become bored. dann werden wir gelangweilt. Yeah. It is necessary for us to be curious. Also es ist eine Notwendigkeit, Neugierde zu empfinden. But curiosity has two different phases. Und diese Neugierde besteht aus unterschiedlichen Phasen. Immaturely curious Und zwar eine unreife Neugier or naively curious oder auch als naive Neugierde bezeichnet or maturely curious oder eine reife Neugierde, or educatedly curious. auch genannt gebildete Neugierde. Right. What does that mean? Und was bedeutet das? To be naively curious Naiv, neugierig zu sein, is like the baby that would see everything, that is curious of everything in front of it, and it begins to grab and put it all in the mouth. lässt sich vergleichen mit einem Baby, das neugierig ist auf all die Dinge, die es sieht, und anfängt danach zu greifen und es in den Mund steckt. Right. So that is why we sometimes find babies with stones in their mouth Beetle. or beetles. Und deshalb sehen wir manchmal, wie Kleinkinder Steinchen im Mund haben Or soil. oder auch Käfer oder Erde Or even their own feces. oder auch ihre eigenen Fäkalien. Yeah, curious. Ja, sie sind neugierig. Yeah, right. Of course, but a mature curiosity Aber natürlich eine reife Neugier, and educated und curiosity gebildete Neugier is an intense desire to discover, yet at the same time cautious not to get oneself injured or harmed. ist ein intensiver Wunsch nach Entdeckung und gleichzeitig mit Vorsicht geprägt, sich vor einer Verletzung zu schützen. Right. So this woman becomes curious because of this. Also diese Frau wird neugierig aufgrund von dem, was sie gehört hat. And I'm assuming that since she is already a mature woman, Und ich nehme an, da sie eine reife Frau war, she is curiously seeking for education about this. trachtete sie nach mehr Information, nach mehr Wissen in diesem Bereich. So the woman said to Jesus, "Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw." Also spricht die Frau zu Jesus: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Immediately there is a misunderstanding here in this verse. Sofort sehen wir hier ein Missverständnis in diesem Vers. This woman's level of understanding Christ was at the level of, how do I say, of ignorance.
Das Verständnislevel dieser Frau Christus gegenüber war gering. Also sie war sehr unwissend. Right, okay. He understood the word thirst. She understood the word thirst. She understood the word, what it means, water. She knows that. Sie The verstand basic, wohl das Wort durstig sein, also Durst und Wasser, right. diese einfachen, grundlegenden Dinge. But what Jesus really mean by these things was still, how do I say, foreign to her. Aber was Jesus mit diesen Dingen meinte, war ihr immer noch fremd. And this is actually a very true representations of our growth and growth in our own life. Und das bewahrheitet sich auch in unserem eigenen Lebenswachstum. And it is as if it is not something that Jesus was, how do I say that now? Jesus was not against this. Und Jesus war verständnisvoll, er war nicht dagegen. In fact, Jesus was understanding of these things. He tolerates it. Jesus hatte verstanden, um was es geht. Und er hatte das auch irgendwie toleriert. Yeah. And so, he continued by saying in verse 16. Und so sagte er weiter in Vers 16. Remember, whatever Jesus said from verse 16 onward, Denkt daran, was auch immer Jesus sagte von Vers 16 an und darüber hinaus. was our words that is meant to answer the woman's request, which is found in verse 15. Das waren maßgeschneiderte Worte, um mich einzugehen auf die Bitte der Frau aus Vers 15. She wants water. She doesn't want to go back to the well and draw more water to drink. Sie wollte ja dieses Wasser haben, von dem Jesus gesprochen hatte. Sie wollte nicht immer wieder zurückkehren zu dem Brunnen, um Wasser schöpfen zu müssen. Now Jesus is going to address the thirst she has. Und nun hatte Jesus diesen Durst angesprochen, den sie hatte. A deep thirst. Einen tief liegenden Durst. She said, Und sie sagte, he said, er sagte, go call thy husband and come hither. geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Okay. All right. What's the connection between verses 16 and 15 here? Was ist nun die Verbindung zwischen Vers 16 und 15? It looks like there is disconnect, right? Das sieht so entbunden voneinander aus. Yet, verse 16 is exactly the answer the woman needs. Aber Vers 16 war genau die Antwort, die die Frau gebraucht hatte. Jesus is addressing the thirst that needs to be filled, Jesus hatte to be diesen quenched rather. Durst angesprochen, der gestillt werden muss. Go and call thy husband. Geh hin und rufe deinen Mann Woman und komm said, her. I have no husband. Und die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Ehemann. That's right, Jesus said. Jesus spricht zu ihr, ja, da hast du recht gesagt. Yeah, you have no husband. Du hast keinen Ehemann. Now, if the woman has no husband, why would Jesus say, go and call your husband? Wenn also diese Frau keinen Ehemann hat, warum hat er dann Jesus zu ihr gesagt, geh hin und rufe deinen Ehemann, dass er hierher kommt? Okay, now here is the thing that we cannot do. Und hier ist eine Sache, die wir nicht tun können. Jesus can do, we can't. Jesus kann das, wir nicht. What is it? Und was ist das? Verse 18 Vers says, 18 for sagt, thou hast had 5 husbands, denn 5 Männer hast du gehabt. and he whom thou now hast is not thy husband, in that said thou truly. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. So in this interaction, Also in diesem Zwiegespräch Jesus was addressing the real thirst
the woman has. Da hatte Jesus den echten Durst angesprochen, den die Frau hatte. The thirst was the thirst of relationship. Es war ein Durst nach Beziehung. Yeah. Woman was seeking company. Die Frau suchte nach Gemeinschaft. Longing, probably she has been lonely. Sie war wahrscheinlich einsam. And why? Why does she feel lonely? Warum fühlte sie sich einsam? It is the design God has actually put within us. Es ist ein Verlangen, das Gott in uns hineingelegt hat. We are, how to say, we are creation, we are creature rather, put it that way. We are creature, we are social creature. We are built for community. Wir sind soziale Wesen und wurden für die Gemeinschaft geschaffen. Yeah. The rate to illustrate this, to illustrate the need for socializing. Und um den Bedarf nach Gemeinschaft zu illustrieren, I've read an article of the suicide rate in the prison. möchte ich euch einen Artikel weitergeben, den ich gelesen habe in Bezug auf die Suizidrate in einem gewissen Gefängnis. It's very high. Oder in Gefängnissen allgemein ist sehr hoch. Especially if the person is put in the solitary area. Besonders wenn die Person in Einzelhaft genommen wird. And as soon as it is a standard protocol that as soon as the person is put in the solitary area for any serious offense they might have committed in prison. Und es geschieht standardmäßig, dass wenn eine Person in Einzelhaft genommen wird, aufgrund von Verstößen, die im Gefängnis selbst geschehen sind, For example, they have killed someone. vielleicht haben sie jemanden umgebracht, So they immediately would put the person in this type of confinement on suicidal watch. dann setzen sie die Person, währenddem sie also in Einzelhaft sitzt, unter Aufsicht. Because they know human beings are social creature. Und es wird also geschaut, dass sie sich nicht umbringen, weil man weiß, dass Menschen soziale Wesen sind. And once they are living alone, they almost immediately lose their purpose for existence. Und wenn sie alleine leben, dann verlieren sie fast unmittelbar den Sinn ihrer Existenz. Right. And so that is why we read a verse in Genesis chapter 2 where God said, no, it's not good for men to be alone. Deshalb lesen wir einen Vers im 1. Mose Kapitel 2, wo es heißt, nein, es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein sei. Yeah, of course, many times these verses are put within the context of marriage, husband and wife. Yeah. Ja, natürlich werden diese Verse oft in den Zusammenhang mit der Ehe gebracht, zwischen Ehemann und Ehefrau. But actually, this is actually stating out the principle that men and women are social beings. Und es geht hier generell gesagt um ein Prinzip, dass also Männer und Frauen soziale Wesen sind. And somehow there is a thirst within us to be socially bonded or connected to someone. Und irgendwie besteht in uns drinnen ein Durst danach, mit jemandem gemeinschaftlich verbunden zu sein. Relatives, for example. Zum Beispiel mit Verwandten. We want to be with our relatives. Wir wollen mit unseren Verwandten Zeit verbringen. Yeah.
or we want to be with friends. Oder wir wollen mit Freunden zusammen sein. Right, some people cannot live without their friends. Manche Menschen können ohne ihre Freunde nicht leben. However, it is necessary for us to understand Aber trotzdem ist es wichtig für uns zu verstehen, that there should be principles that should guide us even in our social life. dass es Prinzipien geben sollte, die uns anleiten, auch in unserem sozialen Leben. And so Jesus was identifying this type of thirst in this woman. Und so hatte Jesus diese Art von Durst, den diese Frau hatte, identifiziert. You want to be social. Du willst also sozial sein, Gemeinschaft haben. But in this context, Und in diesem Zusammenhang the woman who probably is so consumed by her desire to be social, war wahrscheinlich die Frau, die so ein starkes Verlangen nach Gemeinschaft hatte und in diesem Verlangen sich aufgezehrt hatte. it has become a passion, Für sie wurde das Ganze eine Leidenschaft. or probably, if the better word to express it is obsession. She was obsessed. Für sie wurde es eine Besessenheit. Probably it's not just friendship, but she also looking for physical. Wahrscheinlich war es nicht nur einfach eine Freundschaft, sondern sie hielt wahrscheinlich auch Ausschau nach dem physischen Kontakt. And this is where probably sexuality is part of this whole conundrum. Und dazu gehört dann die Sexualität als Teil dieses Ganzen. And so Jesus was addressing that thirst. Und Jesus hatte diesen Durst angesprochen. And a thirst is like a void of something. Ein Durst gibt einen Hinweis auf eine Leere, auf einen Mangel. Right. And so Jesus understood that the woman needs much more than the physical fulfillment or quenching of this type of Und thirst. so hatte Jesus verstanden, dass diese Frau viel mehr brauchte als eine physische Befriedigung. The principle is Und das Prinzip ist, the quenching of the water which Jesus could offer not only to this woman but for everyone. the quenching of the water. The quenching of the thirst, excuse me. Also also was Jesus hier anbot, diese Befriedigung des Durstes, dass also der Durst gestillt wird. It transcends our physical thirst. Das geht über unseren physischen Durst hinaus. Right. What is it? Und um was geht es? What is it that is lacking in us, Was ist es, das fehlt in uns? which causes you and me to be thirsty? Was dich und mich durstig macht? It is spirituality. Es ist die Geistlichkeit, I'm reminded Spiritualität. of the thirst that the psalmist had expressed in chapter 42 of Psalms. Ich erinnere mich an den Durst, den der Psalmist zum Ausdruck bringt, in Psalm 42. And it reads like this. As a deer panteth for the water, so my soul panteth after thee. Wie ein Hirsch O God. lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? So what does that really mean now? What is the point here? Was bedeutet das? Was ist der Punkt? Why? So by these verses, it helps us understand
Und diese Verse helfen uns zu verstehen, that the woman having 5 relationships dass also diese Frau, die 5 Männer hatte, was actually a symptom of the real thirst that she has in her soul. Symptome zeigte für den echten Durst, den sie eigentlich tief in ihrer Seele sitzen hatte. It's actually a thirst for God. Es ging bei ihr eigentlich um einen Durst nach Gott. So Jesus said, Und so sagte Jesus, go and call your husband. geh hin und rufe deinen Mann. Why did he choose to use those words? Warum hat er sich entschlossen, diese Worte zu nutzen? I was thinking about that. Ich dachte darüber nach. Okay. Now, probably the woman is she's a defensive type of person. Defensive. Wahrscheinlich war diese Frau eine Frau, die immer gern in Verteidigungsposition ging. And in the survey that was done by several students that were psychological student in a certain university, they did a survey. An einer gewissen Universität wurde eine Befragung durchgeführt. Okay, and they were surveying on how many percent of people, men or women, are defensive in nature. They are not free, they are defensive. Und die Frage war, wie viel Prozent an Männern und Frauen gehen in Selbstverteidigungsmodus über, wenn sie was gefragt werden. Yeah, well, we are talking about attitude, character. Es geht hier um eine Einstellung, um einen Charakter. And immediately, when they went out there asking some questions, I forgot what the questions was. Sofort, als sie rausgingen und Fragen stellten, und ich habe schon vergessen, welche Fragen das sind. And they found that more than 90% Da hatten sie festgestellt, dass mehr als 90% der Befragten of people are defensive in nature. von Natur aus eine Selbstverteidigung an den Tag legen. Especially if you ask straight questions like, Also so selbstverteidigende Worte, besonders wenn man direkte Fragen gestellt hat, wie zum Beispiel, especially if you ask if the question is about getting them to say yes. also besonders wenn es um Fragen ging, wo sie ein direktes Ja hätten geben können. Okay, like for example, Wie zum Beispiel, are you thirsty? bist du durstig? And the person would say, even in that obvious, let's say if the person is really thirsty, he said, why are you asking? Ja, und auch wenn die Person auch wirklich durstig ist, dann kommt dann die Antwort, warum fragst du mich? Yeah. So anything that would cause the person to say yes, they're rather defensive towards that. Alle Fragen, die ein direktes Ja eigentlich bekommen sollten, da wurde selbstverteidigend geantwortet. So I could imagine if the question, Christ's question to the woman was, are you married? Und ich kann mir vorstellen, wenn es Christi Frage an die Frau gewesen wäre, bist du verheiratet? And if she says, yeah, why are you asking? Wenn sie gesagt hätte, ja, warum fragst du? You understand? Being defensive in nature. Also ihr versteht schon, es geht wieder um eine abwehrende Haltung. Now, that tells us something. Und das zeigt uns etwas. That in living in this kind of environment, this kind of cultural thinking, Indem wir in dieser Umgebung und kulturellen Denkweise leben, people who are so defensive, mit Menschen, die sehr abwehrend sind, we really need to learn how to communicate like Jesus does. da müssen wir wirklich lernen, so zu kommunizieren, wie Jesus es tat. We really need to communicate like Jesus does. Wir müssen so kommunizieren, wie Jesus es tat.
I will continue. I will continue the lesson tomorrow. Ich werde morgen mit den Lektionen fortsetzen. Yeah. Apparently there are a lot of lessons we can learn from here, isn't Ja, it? sichtlicherweise gibt es sehr viele Lektionen, die wir hieraus lernen können. Right. So tonight we have learned that Jesus is interested to meet the need of our soul, Also heute what we are Abend- thirsting about. Heute Abend haben wir gelernt, dass Jesus daran interessiert ist, die Bedürfnisse unserer Seelen zu stillen. And almost all of the symptoms that we are experiencing in our lives. Und praktisch alle Symptome, die wir in unserem Leben erleben, Let's say if you are thirsting for relationships. sagen wir mal, du dürstest nach Beziehungen. Let's say if you are thirsting for wealth Oder and sagen properties. wir, du dürstest nach Wohlstand, nach Hab und Gut. Yeah. And we can go down the list. Und die Liste könnte fortgesetzt werden. Probably all of these thirsts, okay? All of these thirsts for relationship, for properties, for wealth, for education. Und wahrscheinlich alle diese Arten von Durst nach Beziehungen, nach Bildung, nach Reichtum und Wohlstand und Hab und Gut. Especially if it's a painful type of craving for these things. Besonders wenn es eine schmerzhafte Art von Verlangen ist nach diesen Dingen. These are symptoms of the thirst for the soul, or of the thirst of the soul for God. Das sind Symptome einer durstigen Seele nach Gott. Right. So we search when we search for these for the quenching of this thirst, God is the answer. Also wenn wir nach einer Befriedigung dieses Durstes suchen, dann ist Gott die Antwort. The good news is there is Jesus. He is willing to usher us into this Und experience. die gute Nachricht ist, dass Jesus da ist und willig ist, uns in diese Erfahrung hineinzuführen. So tomorrow we'll learn more about Also this. morgen werden wir mehr darüber lernen. Let's pray. Lasst uns beten. Thank you, Father, for speaking to our hearts. Danke, Vater, dass du zu unseren Herzen gesprochen hast. Thank you for helping us understand that Jesus or God is the answer to our thirst. Danke, dass du uns hilfst zu verstehen, dass Jesus, das heißt Gott, die Antwort auf unseren Durst bietet. Not thirst for the H2O, Nicht Durst nach dem physischen H2O, but rather the thirst of our spirituality. sondern es geht um den Durst unserer Geistlichkeit. Yes, we are thirsty in many Ja, ways, wir sind auf vielerlei Weise durstig and we need our thirst to be quenched. und wir brauchen einen befriedigten, gestillten Durst. Thank you for answering this prayer. Danke, dass du dieses Gebet beantwortet hast. In Jesus' name, In Jesu Namen. Amen.